Hallo Freunde. Serena, eine ältere Katze, saß leise in der Ecke des Käfigs und blickte auf die Welt, die sie einst kannte. Ihr Meister, der Mann, mit dem sie jede Minute ihrer 13 Jahre verbracht hat, ist verschwunden. Dieser Verlust belastete ihr zerbrechliches Herz mit einer schweren Last. Ihre Pfoten waren abgenutzt, ihr Fell war verwickelt, aber ihre Augen, diese hellen, hoffnungsvollen Augen, suchten immer noch nach einem Blick auf die Liebe. Als die Besucher an ihrem Käfig vorbeikamen, drückte Serena ihre Pfote gegen das Glas, als ob sie darum bat, dass jemand sie bemerkte. Ihre Einsamkeit fühlen. Sie wusste, dass sie mit ihren spielerischen Eskapaden und ihrem unschuldigen Charme nicht wie Kätzchen aussah. Ältere Katzen wie sie wurden oft übersehen und ließen sich im Schatten des Tierhorns verweilen. Aber die Sirene hatte immer noch Hoffnung, und jedes Mal, wenn ein Besucher Interesse zeigte, rieb sie sich an einem kalten Glas und fragte leise: Werden Sie mich nach Hause bringen? Sie beobachtete, wie die Menschen für einen Moment anhielten und sanft ihre Hand ausstreckten, um das Glas zu berühren, wobei ihre Finger ihre Pfoten berührten. Aber jedes Mal, wenn sie gingen, frierte ihr Herz ein. Sie folgte ihren Bewegungen mit traurigen Augen und senkte ihren Schwanz in der Niederlage. Die Tage wurden zu Wochen, und Sirene blieb ein stiller Beobachter der Welt außerhalb ihres Käfigs. Die Mitarbeiter des Tierheims kannten sie gut und beobachteten, wie sie immer geschlossener wurde, ihre Hoffnung verblasste jeden Tag. Aber dann änderte sich etwas. Die Geschichte von Sirens sanftem Bitten um Liebe verbreitete sich in sozialen Medien. Ein Mann, der von ihrer Geschichte berührt war, beschloss, das Tierheim zu besuchen. Als er vor dem Käfig der Sirene stand, trafen sich ihre Augen, seine Augen waren voller Verständnis, ihre Sehnsucht. Ohne zu zögern, streckte die Sirene seine Pfote zu ihm aus. Als ob sie wusste, dass die Dinge in diesem Moment anders waren. Der Mann kniete nieder, sein Herz schmerzte, als er ausstreckte, um die Pfote der Sirene durch das Gitter zu berühren. Sie rieb sich am Glas ab, schnurrte leise, und zum ersten Mal seit Monaten strahlten ihre Augen mit Hoffnung. Das ist alles, dachte sie. Und das war an dem Tag, an dem Serena endlich nach Hause gebracht wurde, wo ihr ein neuer Name gegeben wurde: Chloe. Der Übergang verlief reibungslos. In ihrem neuen Zuhause wurde Chloe zur Königin des Hauses, indem sie sich in ihrem warmen Bett inmitten von Liebe niederließ. Sie war keine einsame Katze mehr in einem kalten Käfig. Ihr neuer Meister hat sie mit Liebe überschüttet, und Chloe antwortete mit Schnurren und Nase, ihr spielerischer Geist kehrte zurück. Vielleicht war sie eine ältere Katze, aber in ihrer Seele war sie immer noch das Kätzchen, das nach seinem Platz sucht.